Hey Leute und herzlich willkommen zu einer Zusammenfassung zu der C-Reihe sozusagen. Okay, das Video hier ist jetzt gedacht für Leute, die schon mal eine Programmiersprache auf jeden Fall angefasst haben und ungefähr wissen, was eine For-Schleife ist, was eine While-Schleife ist. Denen zeige ich nämlich heute, wie sie, also zum Beispiel Java-Programmierer, denen zeige ich heute, wie sie C in einem Video lernen können, und zwar ganz easy, einfach mal die Syntax quasi lernen und dann können wir das auch schon anwenden. Super, was ihr braucht ist folgendes. Also, wenn ihr unter Windows seid, benutzt ihr am besten MinGW. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr es installieren solltet, dann guckt einfach im ersten Video vorbei, da habe ich das, glaube ich, ein bisschen angerissen. Unter Linux sollte das eigentlich schon installiert sein. Das könnt ihr aber testen, und zwar einfach im Terminal öffnen, indem ihr gcc-v eingebt. Falls es nicht installiert sein sollte, dann gebt ihr einfach sudo apt-get install build essentials ein. Build-essentials. Essential, einfach nur. Okay, gut, das ist quasi alles, was ihr braucht. Dann habt ihr schon GCC installiert. Okay, jetzt unsere erste Datei wird sein, also ihr seht, ich habe hier schon ein paar gemacht, logischerweise, das ist ja eine Zusammenfassung zu der Serie. Wir werden eine Datei, die zum Beispiel, nennen wir sie Wrap-Up. Wrap-up.c. So, die Endung .c ist ziemlich wichtig eigentlich. Und jetzt können wir die einfach kompilieren, indem wir hier sagen gcc wrap-up.c. So, und dann haben wir hier natürlich einige Fehler, weil wir noch nichts reingeschrieben haben, aber so könnt ihr theoretisch einfach die Files kompilieren. Ihr könnt natürlich auch jeglichen möglichen Editor benutzen. Ich werde jetzt hier einfach mal für dieses Video und für die ganze Reihe habe ich gedit benutzt. Ihr könnt aber benutzen, keine Ahnung, Atom oder CodeBlocks oder sowas, was euch am liebsten ist. Da hat jeder so seinen Liebling. Und was wir hier drin haben müssen, ist folgendes. Wir brauchen dringend eine Main-Methode oder eine Main-Funktion, und die wird als erstes reingesprungen. Das ist sozusagen der Einstiegspunkt. Dann nennt sich einfach Integer Main, das ist quasi dann der Rückgabewert, also wie ist das Programm terminiert. 0 ist gut, minus 1 ist nicht so geil. Dann haben wir hier für eine Funktion immer Klammer, Klammer, und die geschweiften Klammern werden wir aber alles noch gleich ein bisschen genauer betrachten. Also die int main brauchen wir auf jeden Fall immer. Und jetzt wollen wir natürlich irgendwas ausgeben, deswegen sagen wir hier, wir includen, und damit kommen wir schon zum nächsten Kapitel sozusagen. Ihr könnt weitere Dateien inkludieren, also include. Das bindet euch sozusagen Systemdateien ein, wenn ihr die Spitzenklammern benutzt. Also spitze Klammern sind Systemdateien, sowas wie stdio.h, das ist dazu da, um Input-Output zu haben. Wenn ihr eure eigenen Dateien includen wollt, dann benutzt ihr Hashtag include und dann eben meinefile.h. Das wäre dann für eure Dateien. Also der Unterschied ist hier quasi in den Anführungsstrichen. Aber wir benutzen hier in dem Fall jetzt nur die stdio.h. So, jetzt haben wir Zugriff auf die printf-Funktion. Printf. Und ja, printf ist sozusagen das Printen. Ihr seht, es ist ein ganz normaler Call. Also, wenn ich irgendwas machen möchte, irgendeine Anweisung, dann schreibe ich diese Anweisung hin und hinten kommt ein wichtiges Semikolon. So, und hier rein kann ich jetzt natürlich einfach schreiben, was ich möchte. Hello World. Und das Wichtige ist auch, dass ihr hier tatsächlich Newline selbst bestimmen müsst, beziehungsweise dürft oder könnt, indem ihr \n macht. Das ist in vielen anderen Sprachen nicht so. Da habt ihr dann println oder sowas. Das gibt euch eine komplette Line aus. Ihr habt gar keinen Einfluss darauf. Sie wird einfach immer mit einem neuen oder mit einem Enter sozusagen, mit einer Newline beendet. Hier müsst ihr das selber machen mit \n. So, jetzt können wir das Ganze kompilieren und einfach sagen gcc wrap-up.c. Ihr seht, der Fehler ist weg. Und jetzt können wir das Ganze einfach aufrufen. Also wir haben jetzt hier eine neue Datei. Okay, keine neue Datei. Wir haben es in die Out gar nichts Datei reingeschrieben. Die ist jetzt aber tatsächlich ausführbar. Und zwar einfach out eingeben. Out und ja, ./out. Und ja, so kann man sich täuschen. War nicht die Out-Datei. Wir haben die a.out-Datei kreiert. Okay, sorry. In dem Fall müssen wir natürlich ./a.out ausführen und dann kriegen wir hier ein Hello World zurück. Okay, also a.out ist, glaube ich, die Standarddatei, oder so scheint es zumindest zu sein, ist die Standarddatei, wenn ihr keinen Namen für euer Kompilat angebt oder für euer Programm. Gut, jetzt wollen wir natürlich noch weitermachen, und zwar möchte ich euch nicht nur zeigen, wie ihr Printlines ausgeben könnt, sondern natürlich auch ein kleines bisschen was über Variablen und so weiter. Okay, Variablen sind in C tatsächlich fest typisiert, das heißt, ihr müsst vorne dran schreiben, was für eine Variable ihr benutzt. Also zum Beispiel Integer a gleich 42 oder double b gleich 1337. Okay,
Das wären dann zum Beispiel zwei Typen. Es gibt Integer, es gibt Double, es gibt Booleans. Es gibt vor allem auch Floats, werden sehr, sehr häufig benutzt. Und es gibt Character, also Chars. Strings sind nicht nativ in C vorhanden, die müsst ihr euch selber basteln und zwar über Arrays. Aber dazu gleich mehr. Jetzt zeige ich euch erstmal, wie ihr was ausgeben könnt. Und zwar, indem ich hier einfach %d benutzt, dann könnt ihr einen Integer ausgeben und zwar müsst ihr den jetzt hinten dran, also hinter eurem String, der String hört hier auf, das ist sozusagen ein implizit definierter String über diese Anführungsstriche hier, hört hinten dran auf, dann macht ihr ein Komma und dann kommt da eben eure Variable hin, also ein a zum Beispiel. So wäre jetzt zum Beispiel dieses int a gleich 42 ausgegeben worden. Für den Float logischerweise einfach hier ein f eingeben, was heißt logischerweise, ich meine Integer und d ist jetzt auch nicht gerade intuitiv, aber okay. D für Ganzzahl und f für Float, logischerweise, ja. Ihr könnt oder ihr müsst nicht direkt einen Wert zuweisen, ihr könnt natürlich auch erstmal schreiben, keine Ahnung, Float z, Semikolon und dann irgendwann z später zuweisen, das geht natürlich auch. Hier oben hat er dann einfach noch keinen Wert. Und da wir wissen als erfahrene Programmierer, dass es keinen Wert nicht gibt, logischerweise hier dann einfach 0 gesetzt. Also wenn ihr nichts zuweist, ist das ganze Ding einfach 0. Okay, das, was ich hier unten gemacht habe, char b gleich 1337, das funktioniert, aber es gibt höchstwahrscheinlich einen Overflow, weil char nicht so groß ist. Allerdings, wenn ich hier char gleich zum Beispiel 42 setzen würde, dann könnte ich mir tatsächlich auch meinen Character ausgeben. Characters gibt man mit c aus und das gucken wir uns jetzt einfach mal direkt an. Wenn wir c ausgeben, also diesen Character b ausgeben würden, dann haben wir hier gcc wrap-up und das sieht dann so aus, /a.out. Okay, dann steht hier einfach Hello World, Punkt und dann ein Sternchen. Sternchen, weil 42 offensichtlich das Zeichen für ein Sternchen ist, irgendwie, warum auch immer. Wenn wir hier zum Beispiel irgendwas mit 100 oder sowas eingeben, dann kriegen wir hier tatsächlich einen Buchstaben. Und da sehen wir es auch schon, wir können hin und her konvertieren, wie wir wollen. Also das ist jetzt ein D tatsächlich, das ist einfach ASCII-Wert. Wir können hin und her konvertieren, wie wir wollen. C interessiert es nicht die Bohne. Characters sind im Prinzip auch nur Integer oder Ganzzahlen, um genau zu sein, die dann eben nach ASCII interpretiert werden. So, kurz zu den Operatoren, plus, minus, mal geteilt. Also ich kann mir jetzt hier zum Beispiel ein int a erstellen, halt int a gibt es schon, ein int, keine Ahnung, d, ja, a plus b, klar, a minus b, a durch b, a mal b. Modulo gibt es auch, ist Prozent, wie in den meisten Sprachen auch. Modulo erkläre ich jetzt hier nicht genau. Was vielleicht auch noch interessant ist, wir haben die Möglichkeit a++ zu schreiben, da brauchen wir dann vorne dran kein d. a++ erhöht mir a um 1, wohingegen ++a mir a zuerst erhöht. Das ist interessant, also so im Prinzip würde es gar nichts machen. Wenn ich jetzt aber int d gleich ++a hätte, dann würde ich hier in d den Wert 1 mehr als a bekommen, also 43. Wohingegen, wenn ich bei a++ das machen würde, dann würde ich hier den Wert 42 in D reinschreiben und danach A1 erhöhen. Das ist der kleine, aber feine Unterschied zwischen ++a und A++, aber im Prinzip kann man beides machen. So, wir können auch mit plus gleich und mal gleich und so weiter arbeiten, dann haben wir hier einfach D plus A, nein, stopp, ohne in vorne dran, a plus gleich 1, das erhöht mir a um 1, a plus gleich 3 erhöht es mir um 3. Selbiges natürlich dann mit mal oder mit durch oder sowas. Geht natürlich alles. In C werdet ihr auch manchmal mit Bit-Manipulationen konfrontiert werden, weil ihr hin und wieder mal auf einzelne Bits zugreifen wollt. Das geht mit zum Beispiel int d gleich a und b. Achtung, das ist nur ein einzelnes Und-Zeichen hier, ein einzelnes kaufmännisches Und. Das bedeutet, wir verunten jedes einzelne Bit von a und b. Also das heißt, in D steht nachher das Ergebnis von jedem einzelnen Bit von A geundet mit jedem einzelnen Bit von B. Also sozusagen sowas wie, wenn ich jetzt hier 0, 1, 0 habe, in A drin stehen und 1, 1, 0 in B drin stehen, dann habe ich als Ergebnis, wenn ich und benutze, hier 0, 1, 0 drin, weil nur hier in der mittleren Zeile sind tatsächlich beide 1. Okay, wenn ich oder benutze, also dieses Zeichen hier, dann habe ich hier vorne 0 und hier eine 1, also kommt hier auch eine 1 hin. Bei oder reicht es, wenn eins von beiden 1 ist und hier hinten bleibt es immer noch 0, weil hier beide eben 0 sind. Okay, das ist sozusagen bitwise. XOR gibt es natürlich auch, ist das hier, also dieses Akzent-Teil eigentlich.
Und not, also bitwise not, ist, wo ist es denn? Auf der Tastatur das hier, also das Ungefährzeichen. So, explizite Typecasts kommen jetzt mal als nächstes dran, gehört auch noch irgendwie zu den variablen Typen dazu, bisschen zu den Operatoren vielleicht auch noch. Und zwar, wenn ich hier meinen char b in ein Integer d reinschreibe, dann bekomme ich hier, glaube ich zumindest manchmal, nee, bekomme ich nicht. Okay, aber wenn ich natürlich jetzt hier explizit sagen möchte, okay, ich caste das Ganze jetzt, das braucht man vielleicht hin und wieder mal, dann muss ich hier Klammern vorne dran schreiben. Das geht natürlich dann auch mit allen anderen Datentypen und ich caste das Ganze hier zum Beispiel in ein Integer, denn d ist ja ein Integer. Das heißt, ich caste mein b in ein Integer. Ja, bei Chars und Integern braucht man da nichts machen. Das funktioniert, wie ihr gerade gesehen habt, offensichtlich auch ohne. So, jetzt haben wir eigentlich so ziemlich das Wichtigste, was die Variablen und Datentypen angeht. Jetzt schauen wir uns mal kurz die Benutzereingaben an. Eigentlich müsste ich euch dafür vorher Pointer erklären, mache ich aber nachher, weil ich cool bin und das kann. Nein, eigentlich sollte ich das tatsächlich, aber egal, wir machen das hier trotzdem. Und zwar mit scanf könnt ihr was einlesen und zwar zum Beispiel eine Ganzzahl, also %d. Selbige Prozentangaben wie hier eben auch, also quasi was für Typen wir haben, ist hier genau dasselbe wie in der printf auch. Und wir können hier jetzt was eingeben als Benutzer und können das reinspeichern, Achtung, in die Variable a. Und dann muss da vorne dran, wichtig, ganz, ganz wichtig sogar, ein kaufmännisches und, sonst funktioniert da gar nichts. Wenn wir jetzt hier irgendwie was Fancyes machen wollen, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche Daten oder sowas, dann können wir hier auch schreiben %d, keine Ahnung, dann kommt noch ein Jahr, glaube ich, hinten dran, normalerweise auch %d. Und dann haben wir hier 3 Ints, also int b und int c noch. Dann können wir hier sagen, okay, und a ist hier meine erste Zahl, also mein Tag. Dann kommt mein Monat in b rein und mein Jahr in c rein. Das funktioniert auch. Ist sozusagen ein Autoparser, dieses scanf. Das ist eine sehr, sehr mächtige Funktion. So, jetzt aber genug davon. Und zwar machen wir jetzt noch kurz Variablen, was heißt Variablen? Loop Control bzw. generell Flow Control. Und zwar ifs. If sollte jedem, der hier gerade dieses Video guckt, ein Begriff sein. Wenn nicht, dann bitte ich euch das normale C-Tutorial. Es gibt auch eine komplette Reihe dafür. Die ist für Anfänger gedacht, das Video hier absolut nicht. Wenn wir hier haben zum Beispiel if, vorne dran vielleicht noch irgendwas schreiben, int a gleich 5. Wenn a gleich 5 ist, also a gleich 5, dann führe das aus. Ups, nicht eingerückt, sorry. Jetzt, if a gleich 5, dann, keine Ahnung, print f. Ich kann heute wieder mal nicht tippen, sorry. A ist 5. Und ansonsten, also es gibt natürlich hier ifs, die haben einfach ganz normal Klammer auf, Klammer zu, innen drin eine Bedingung. Hier muss irgendwie ein Vergleich oder sowas, oder im Prinzip muss ein Boolean rauskommen. Wichtig, Booleans sind in C offiziell eigentlich auch Integer. Also wir können hier jetzt auch einfach mal was ausgeben. Und zwar, wir geben jetzt hier mal aus %d und dann sagen wir hier hinten dran a gleich 5. So, und das schauen wir uns jetzt mal an. Ich finde das nämlich ziemlich interessant, was dabei immer rauskommt. Ja, okay. B gibt es nicht, ist mir klar. Da sagen wir dann einfach auch A. Ist mir völlig egal jetzt gerade. Und zwar hier das hier. So, Punkt A out. Hier steht eine 1. Das ist die 1, also vor dem Hello World. Das Hello World ist von hier unten. Das ist eine 1. Und das bedeutet, dieser Boolean hier ist offiziell eigentlich eine 1 nur. Und das ist eigentlich alles. Also, wenn ich hier 1 reinschreibe, if 1, dann ist es immer wahr. Ansonsten, wenn ihr eine 0 reinschreibt, ist es falsch. Also if 0 ist falsch, if 1 ist wahr. 1 ist true, 0 ist false, logischerweise dann. Okay, aber Vergleiche, sorry, nicht Beweise. If a größer gleich, dann kleiner gleich, ungleich und gleich. Mehr braucht ihr da eigentlich nicht. Das sind so die Standarddinger, die man benutzen kann. Es gibt natürlich auch else if, einrücken, else if, dann kommt hier wieder eine Bedingung rein und hier die Klammer drumherum oder die geschweiften Klammern und natürlich gibt es auch else. Ihr könnt so viele else if schreiben wie immer, also wie ihr wollt sozusagen, so wie ihr es quasi immer macht. Okay, das ist die Syntax für eine if, da müsst ihr jetzt theoretisch noch eine Bedingung rein und hier sollte überall noch Code zwischen rein, aber den spare ich mir jetzt. Switch Case gibt es natürlich auch, sieht ähnlich aus wie in so ziemlich allen Sprachen, die irgendwie geschweifte Klammern haben. Und zwar Switch,
Klammer auf, hier kommt, die Variable habe ich gelöscht, int a gleich 5. Switch hier die Variable rein, über a zum Beispiel. Und jetzt hier geschweifte Klammern hinten dran, das ist euer komplettes Switch-Statement. Jetzt habt ihr hier drin die Cases, also Case, was passiert, wenn a gleich 0 ist. Hinten dran müsst ihr immer einen Break machen, ansonsten fallt ihr durch, wie immer. Das bedeutet, wenn ich wie immer sage, meine ich übrigens, wenn ihr es nicht wisst, dann schaut bitte in der anderen Playlist nach. Ja, also wenn ihr keinen Break schreibt, dann fallt ihr durch. Und hier zum Beispiel Case 5. Dann machen wir println sage ich schon, printf, keine Ahnung, true. Und dann haben wir natürlich auch noch einen Default Case, den darf man nicht vergessen. Und hier passiert gar nichts in unserem Fall. Da braucht man nicht mal mehr einen Break eigentlich eintragen. Man macht es trotzdem, keine Ahnung wieso. Aber ja, so würde es theoretisch funktionieren. Kompilieren wir es einfach mal und sagen a.out. Und true. Hello World ist immer noch von hier unten. Ich habe hier oben, wie ihr seht, kein \n eingegeben. Das heißt, es kommt nur in einer Zeile raus und kein Enter hinten dran, also keine Newline. So, if und switch sind sozusagen eure einzigen Möglichkeiten, die Abfolge zu variieren. Also wenn was passiert, sozusagen die einzigen wirklich bedingten Abfragen. Allerdings gibt es noch Schleifen und Schleifen sind natürlich auch bedingt. Die werden auch nicht unendlich lange ausgeführt, sondern nur, wenn irgendwas wahr ist. Und hier kommt jetzt auch wieder eure Bedingung rein. Die While-Schleife solltet ihr auch eigentlich alle kennen. While a, keine Ahnung, größer gleich 5. A ist größer gleich 5, dann führen wir das hier aus. Und falls a nicht mehr größer gleich 5 ist, dann eben nicht mehr. Hier sagen wir dann innen drin einfach printf und geben a aus. Ups, kein Paragraphen bitte. Prozent d und a ausgeben. Und hier kommt dann einfach rein, Achtung, es ist sehr wichtig, dass ihr hier auch a wirklich irgendwann mal kleiner macht. Vielleicht sollten wir hier nicht unbedingt 5 nehmen, sonst wird es langweilig. Aber ihr solltet hier auf jeden Fall dran denken, a kleiner zu machen, sonst habt ihr hier eine Endlosschleife und ja, logischerweise eine Endlosschleife führt sich unendlich lange aus. Das heißt, wir haben irgendwann ein Problem, ein großes. Okay, wenn ich das jetzt ausgebe, dann steht hier 5, 4, 3, 2, 1, 0. Warum steht hier auch noch die 0? Naja, solange a größer oder gleich 0 ist. Wenn ich hier das gleich hinten dran weglasse, dann ist es einfach nur ein Vergleich, ob a größer als 0 ist. Also so. Dann habt ihr hier eben keine 0 mehr und ja, das ist im Prinzip eine Vorschleife, eine While-Schleife, sorry, die Vorschleife, die kommt jetzt. Braucht man eigentlich nichts vorher definieren, also man sollte sich in C in den meisten Compiler, bei den meisten Compilern ist es besser, wenn ihr euch vorne dran eure Schleifenvariable definiert und dann erst die Vorschleife benutzt. Warum ist das so? Naja, es gibt mir ein Warning oder sogar ein Error, je nachdem, was ich da genau mache. Ich mache es als ganz gerne in C vor allem Dingen vorne dran, also ich definiere mir mein a vorne dran und jetzt sage ich hier, solange eben, also ich initialisiere erstmal mein a mit 0 normalerweise, dann solange a kleiner ist als 10, mach folgendes und erhöhe mir a, dann müsst ihr hier unten nichts mehr eintragen, ja, dürfte klar sein, glaube ich, weil ja hier hinten a, nicht i, sondern a, weil a immer erhöht wird. Hier kann natürlich jede Anweisung stehen, also a plus gleich 100.000 oder sowas, geht alles. Genau, und jetzt geben wir das einfach mal aus, also schauen uns an, was da so passiert. Verdammt, ich nehme immer i als Schleifenvariable, jetzt habe ich mal a genommen und jetzt falle ich selber die ganze Zeit auf mich rein. Naja, gut. Genau, a.out 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Warum nur 9? Naja, ich habe hier geschrieben, solange a echt kleiner als 10 ist und nicht kleiner gleich. Gut, do-while gibt es auch, haben wir eigentlich, ja, ist nicht wirklich spannend. Wir haben ein do und die Bedingung ist erst hier unten zu sehen. Das kommt weg. While a kleiner 50. Und jetzt müssen wir hier drin allerdings a auch noch erhöhen, a++, sonst geht es nicht mehr. Achtung, wir können hier unten natürlich auch noch die Bedingungen verknüpfen miteinander. Das geht natürlich auch, wie immer eigentlich. Kaufmännisches und bedeutet ein und, also wenn beide Bedingungen wahr sind und keine Ahnung, a größer als 0 oder sowas. Und wir können es mit oder verknüpfen. Oder ist ein doppelter Senkrechtstrich. A gleich, keine Ahnung, a gleich 5. Okay, so können wir das theoretisch auch laufen lassen, wird jetzt allerdings, glaube ich, ein relativ langer Output.
Ach, ups, ja genau. Hier hinten dran kommt noch ein Semikolon hinter unserer While-Bedingung, wenn wir in der Do-While-Schleife sind. Also hier wird tatsächlich erst dieses Ding auf jeden Fall einmal ausgeführt, egal was A jetzt ist. A könnte 1 Milliarde sein, was offensichtlich größer ist als 50. Trotzdem würde hier diese Schleife ein einziges Mal ausgeführt werden. Danach wird erst die Bedingung überprüft und dann wird es sozusagen zu einer normalen While-Schleife. Das ist in manchen Fällen sehr, sehr praktisch, aber wir brauchen hier hinten dran dieses Semikolon. Das dürfen wir wirklich nicht vergessen, sonst gibt es hier, wie ihr gerade gesehen habt, einen Fehler. Und jetzt gehen wir hier hoch bis 49 und dann wird Hello World und 2 ausgegeben. 2? Okay, interessant. Also ein 50 ist, 49 ist offensichtlich eine ASCII 2, wie ich auch nicht wusste. Gut, ihr habt natürlich auch, wie normalerweise immer, die Möglichkeit, eine Schleife verfrüht abzubrechen oder natürlich auch die Schleife einmal in einem Durchgang zu überspringen. Das heißt, wenn ich jetzt hier insgesamt 49 Ausgaben habe, nämlich von 0 bis 49, kann ich hier auch sagen, if zum Beispiel a gleich 25, dann überspringen wir diesen einen Durchgang. Also wir sagen hier drin Continue. So, das heißt, wir überspringen diesen einen Durchgang, wo a gleich 25 ist. Wenn wir hier angekommen sind, also dieses Schlüsselwort Continue sehen, dann springen wir direkt wieder in die Überprüfung der Bedingung, beziehungsweise bei der normalen While oder bei der For, springen wir einfach wieder ganz nach oben. Und danach geht es einfach ganz normal weiter mit der Schleife. Wohingegen, wenn ich sage, if a gleich 30, dann break. So, bei Break wird die Schleife komplett beendet, also ich springe direkt hinter die Schleife, also quasi hinter dieses Semikolon, beziehungsweise im anderen Fall hinter diese geschweiften Klammern und führe das, was danach kommt, aus, sprich nur noch mein Print F. Das heißt, wir werden jetzt hier nur noch bis 30 zählen, aber die 25 wird trotzdem nicht ausgegeben werden. Sieht dann so aus, genau, habe ich noch gar nicht gesagt, und zwar dieses das ist und größer als 0 ist, also a müsste ja hier, damit die Schleife ausgeführt wird, kleiner als 50 und echt größer 0 sein. Theoretisch würde die Schleife überhaupt nicht ausgeführt werden, aber da wir hier eine Do-While haben, wird sie auf jeden Fall einmal ausgeführt. In diesem ersten Durchlauf wird a um 1 vergrößert, das heißt am Ende steht hier a ist gleich 1. Und dann ist es offensichtlich auch größer als 0. Das heißt, wenn ihr diese Bedingung als While-Schleife schreiben würdet, würde es gar nicht funktionieren. Das ist ziemlich geil. Okay, genau. So, jetzt machen wir mal einen großen Sprung und gehen weg von irgendwelcher Loop Control, sondern gehen hin zu Funktionen. Funktionen sind auch ziemlich cool und sehr, sehr mächtig. Was wir jetzt hier machen wollen, ist, wir schreiben uns eine Funktion, Achtung, die sollte normalerweise oben drüber stehen, sonst wird sie teilweise im Hauptprogramm nicht erkannt, kommt auf euren Compiler drauf an, aber im Normalfall wird sie nicht erkannt und deswegen schreiben wir das hier oben drüber. Sagen wir einfach mal int add, also plus rechnen. Die braucht 2 Parameter. Ich erkläre euch jetzt alles ganz, ganz schnell. Ich weiß, dass es nicht für Anfänger geeignet ist. Wenn ihr Anfänger seid, solltet ihr euch dringend meine normale Serie dazu angucken. Das bedeutet, also ich definiere mir eine Funktion, die gibt mir einen Integer zurück als Return-Wert. Sie heißt add. Diese Klammern hier sind ganz normal und in diese Klammern kommen meine Parameter rein, nämlich int a und int b, kann natürlich jeder Datentyp rein. Ich habe hier 2 Klammern, ganz normal, wie bei der Main sozusagen auch. Und hier drin kann ich dann wie immer auch auf diese beiden Parameter zugreifen. Und Return-Werte, also zurückgeben, tue ich mit return a plus b. Okay, das ist im Prinzip alles. So haben wir uns eine Funktion definiert, die nichts weiter tut, als 2 Parameter benutzen, also nehmen beim Aufruf und uns einen Integer-Parameter zurückgeben, der aus a plus b besteht. Okay, das ist im Prinzip alles. Jetzt können wir hier schreiben, wir wollen was zurückgeben, und zwar eine Zahl, eine Ganzzahl, und zwar aus der Funktion, so sieht dann der Funktionsaufruf aus. Hier den Namen hinschreiben, beide Klammern nicht vergessen und dann hinten dran euch auch noch schreiben, was ihr hier reingeben wollt, also zum Beispiel 5 und 42. Kommt beides in diese Funktion rein und sieht dann folgendermaßen aus, GCC Wrap-Up und ja, Output von A. Okay, hier steht also 47, was offensichtlich 42 plus 5 ist oder auch 5 plus 42. Wichtig ist auch, dass die Reihenfolge sehr, sehr wichtig ist. Nämlich hier diese 5 ist offiziell mein A. Das heißt, hier steht dieses A zuerst. Gut, bei Plus ist es jetzt völlig wurscht, aber bei Modulo zum Beispiel absolut gar nicht. Und die 42 ist mein B. Das heißt, die Reihenfolge ist einfach genau so, wie ihr sie hier festgelegt habt, werden sie dann nachher auch hier eingetragen.
Wichtig ist hierbei, dass ihr bei so einem Funktionsaufruf, wenn ihr diese Funktion aufruft, einfach alles, also theoretisch, ich kann jetzt hier natürlich auch einen Return-Wert speichern, indem ich einfach sage int result ist gleich und den Funktionsaufruf dann kann ich hier einfach das Result ausgeben, funktioniert natürlich auch. Wichtig ist hierbei, bei so einem Funktionsaufruf werden einfach alle Sachen auf den Stack gelegt. Das heißt, ihr speichert euch erstmal die Rücksprungadresse auf eurem Stack, dann die Variablen 5 und 42 als A und B auf eurem Stack und dann wird hier diese Funktion ausgeführt und dann wird der Return-Wert auf den Stack geschrieben und ihr springt zurück und ja, der Return-Wert wird dann eben hier in dieses Result reingespeichert. Okay, das bedeutet aber, dass wir jede Variable am Ende doppelt haben. Das heißt, wenn ihr hier riesige Variablen mit übergebt, zum Beispiel eine Funktion oder sowas, wobei eine Funktion eigentlich auch nur eine Adresse ist, nee, Funktion ist ein schlechtes Beispiel, aber wenn ihr irgendwie ein Array oder sowas hier mit rübergebt, dann braucht es sehr, sehr viel Platz auf eurem Stack, nämlich einfach doppelt so viel. Und deswegen nimmt man da eine andere Taktik und das sind Pointer. Jetzt zu Pointern habt ihr wahrscheinlich noch in wenigen Sprachen bislang was gehabt. Deswegen werde ich die hier ein kleines bisschen ausführlicher machen. Wenn euch diese Ausführlichkeit nicht reichen sollte, dann solltet ihr euch dringend noch mein anderes Video dazu angucken. Das ist sehr, sehr lang geworden, glaube ich zumindest. Und ja, ist ein bisschen ausführlicher. Okay, wir haben jetzt hier unser Integer Result gleich im Prinzip 42, was da rauskommt. Okay, jetzt habe ich die Möglichkeit, ich kann mir meine im Speicher liegende Adresse anzeigen lassen. Und das ist ganz einfach. Ich schreibe, okay, ich will die Speicheradresse, also meine RAM-Adresse, die tatsächlich in meinem Arbeitsspeicher rumkreucht und fleucht, int Stern. Und jetzt sage ich hier int Stern, zum Beispiel ich nenne ihn jetzt einfach mal Zeiger oder Pointer auf Englisch. Also Pointer und Zeiger ist dasselbe. Okay, naja, was ist jetzt mein Zeiger? Mein Zeiger zeigt auf eine Speicheradresse. Okay, wie kriege ich die Speicheradresse von Result jetzt? Also ich meine, irgendwo muss dieser Integer jetzt in meinem Speicher rumliegen. Das kriege ich, indem ich ein kaufmännisches und vorne dran setze. Und das habt ihr auch schon gesehen, als wir was gescannt haben. Da brauchten wir auch schon den Pointer, damit unsere scanf-Funktion uns sagen kann, wo es denn bitte im Speicher hinschreiben soll. Okay, in Sternchen, die Sternchen zeigen euch an, dass es Pointer sind. Sternchen Zeiger ist gleich und was hatten wir gesagt? Result. So, und jetzt geben wir uns einfach mal hier diesen Zeiger als tatsächliche Zahl aus. Und das geht, das ist ein bisschen verwirrend, man kann sich den Speicher quasi, ja, okay, man kann sich den Speicher ganz normal ausgeben lassen, allerdings nicht als D, sondern als P für Pointer. Und da kann ich jetzt einfach sagen gcc wrapUp und es ausgeben. Dann sehen wir hier, das Ganze wird als hexadezimal ausgegeben. An dieser Stelle liegt jetzt gerade hier mein Result in meinem Speicher drin. Also tatsächlich an irgendeinem hexadezimalen Wert eben. Okay, jetzt können wir das Ganze aber nochmal ausführen und dann liegt sie plötzlich an einem anderen Speicherwert. Logischerweise, das ist ja nicht immer derselbe Wert. Je nachdem, wann ich das Programm ausführe, habe ich vielleicht mehr offen oder sowas. Das wird sich jedes Mal ändern. Und deswegen sind diese Pointer tatsächlich alles andere als statisch, sondern extrem dynamisch. Also die ändern sich sogar bei jedem bei jedem Aufruf von eurem selben Programm, weil ja irgendwie auch der Pointer jedes Mal woanders liegt. Also im Prinzip euer Speicher sich immer wieder ändert. Okay, das sind Pointer. Mit denen kann ich jetzt rumhantieren und kann sagen, okay, ich hätte ganz gerne, keine Ahnung, die Speicheradresse von irgendwelchen Variablen oder sonst irgendwas und kann dann mit diesen Adressen auch was machen. Ich kann nämlich die Adresse oder den Inhalt der Adressen manipulieren. Ich kann nämlich auch sagen, ich hätte ganz gerne den Inhalt, also was steht, Zeiger ist ja jetzt offensichtlich einfach, Zeiger hier ist offensichtlich einfach der die Speicheradresse, also wo genau in meinem Speicher liegt das Ganze. So, ich kann jetzt aber auch den Wert, auf den kann ich auch wieder zugreifen, indem ich ein Sternchen vorne dran schreibe. Das mit den Sternchen ist sehr verwirrend, ich gebe euch recht. Und zwar Sternchenzeiger liefert mir den Inhalt, also was steht dann tatsächlich da drin. So, der Inhalt ist jetzt einfach, naja, in meinem Speicher stehen tatsächlich nur Bits drin und von mir aus auch noch Bytes, wenn ihr das Ganze zusammenfassen wollt. Was ich jetzt hier reinschreibe, ist offensichtlich sehr, sehr wichtig. Das heißt, hier steht jetzt, wie interpretiere ich den Inhalt von diesem Speicher. Es wird quasi der Speicher ausgelesen. Und was soll da drin stehen? Also eine Zahl. Okay, eine Zahl. Ja gut, damit kann ich umgehen. Eine Zahl kann ich dir ausgeben. So wird das dann im Prinzip interpretiert. Hier steht dann wieder 47 drin. Wobei, wenn ich jetzt hier C reinschreibe, ich kann hier alles mögliche reinschreiben. Ich kann das Ganze auch als Float interpretieren. Können wir auch mal machen. Wird wahrscheinlich hier gerade einen Fehler geben. Ja. Aber ich kann das Ganze natürlich auch casten, wie ich möchte, also hin und her. Und das bleibt dann wirklich euch überlassen, als was ihr diesen Datentyp oder dieses Ergebnis hier interpretiert. Genau.
Das sind im Prinzip diese berüchtigten Pointer und wenn ich jetzt ganz krass bin, dann kann ich hier natürlich auch überall reinschreiben, ich hätte ganz gern hier überall Integer Sternchen stehen, also nur noch Pointer auf Integer und das heißt, ich habe keinen kompletten Integer mehr, sondern ich spare hier Speicherplatz, weil ein Integer hat, keine Ahnung, 64 Bit, glaube ich, oder 32, kommt wahrscheinlich auf die Architektur drauf an. Und ein Pointer ist im Normalfall ein bisschen kleiner, in meinem Fall tatsächlich 64 Bit, weil ich ein 64 Bit Betriebssystem habe. Das heißt ein stinknormaler Integer. Aber wenn ich jetzt hier irgendwelche komplexeren Datentypen habe, wie ein volles Array oder sowas, dann macht es absolut Sinn, einen Pointer zu übergeben. Und für Arrays gibt es dann nochmal ein paar zusätzliche Gimmicks sozusagen. Okay, wie definiert man Arrays in C? Naja, Arrays sind ja im Prinzip quasi Massen von Daten. Und was ich jetzt mache, ist folgendes: Ich definiere mir ein Float Array, Float, keine Ahnung, myArray. Und hinten dran schreibe ich, wie groß soll dieses Ding werden. Arrays haben eine statische, feste Größe, die halt kann ich danach nicht mehr verändern. Das ist in anderen Sprachen ein bisschen anders. In Python zum Beispiel benutzt man Listen, die sind dann nicht fest, die sind absolut dynamisch. Aber hier muss ich tatsächlich sagen, okay, ich habe eine feste Größe von zum Beispiel 10 Elementen in meinem Array drin. Okay, die werden jetzt standardmäßig alle mit 0 initialisiert, also einfach so, als hätten wir sie gerade neu definiert. Und jetzt kann ich hier sagen, ich hätte gerne in meinem myArray irgendwas drinstehen. myArray an der Stelle, keine Ahnung, 3 oder sowas ist gleich 42. So, und jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, ich hätte gerne hier oben ein int-Pointer oder einen Float-Pointer und brauche nur das erste Element sozusagen übergeben, beziehungsweise einen Zeiger auf das erste Element von meinem Array. Das heißt, ich schreibe nicht mein ganzes Array auf den Stack drauf, das offensichtlich hier 10 Float-Werte enthält, sondern ich schreibe nur den Zeiger, also einen einzigen Wert, der mir die Speicheradresse von meinem ersten Element enthält. Und in C wird es dann absichtlich so geregelt, dass alle Elemente, also wenn ihr ein Array definiert, werden alle Elemente in eurem Speicher direkt hintereinander geschrieben. Das heißt, wenn ihr auf das zweite Element zugreift, dann liegt es tatsächlich auch direkt hinter dem ersten Element in eurem Speicher. Das ist quasi eine Garantie, die wir geben. Okay, und was wir deswegen machen, ist folgendes. Wir definieren uns jetzt hier unten nochmal unseren Zeiger als Float-Stern, also als Float-Pointer. Und hier oben sagen wir jetzt auch mal Float. Keine Ahnung, warum ich jetzt auf Float umgeschwenkt bin, aber ist halt so. Und übrigens müsst ihr dann hier 42.0 schreiben. So, und dann sage ich hier Float-Stern, also ein Pointer auf ein Float-Element. Nennen wir ihn wieder Zeiger. Ist gleich. Und da muss ich jetzt einfach nur myArray eintragen. Da brauche ich gar kein und oder sowas. Denn myArray, also wenn ich einfach nur mein Array übergebe sozusagen, dann ist es offiziell einfach direkt ein Zeiger auf mein erstes Element, also quasi auf myArray von 0. Das heißt, dieser Zeiger, der wird jetzt hier tatsächlich, ich gebe mal den Inhalt aus von diesem Float-Array hier oder von dem ersten Element in meinem Float. Dafür setzen wir das tatsächlich einfach noch auf was ganz Spezielles. myArray an der Stelle 0 ist gleich 1337,0. So, okay, jetzt schauen wir uns das einfach mal an, was hier passiert. Oh ja, ich habe hier oben die Funktion ein bisschen rumhantiert. Ich muss natürlich hier auch einen Float zurückgeben, aber das interessiert uns eigentlich gerade gar nicht. Ja, und logischerweise darf ich hier auch nicht die einzelnen Zeiger addieren, sondern ich muss hier die Inhalte der Zeiger addieren. Aber eigentlich wollen wir das gar nicht machen. Wir wollten uns gerade hier unten auf das hier konzentrieren. Jetzt geben wir das einfach mal aus. Hier ist tatsächlich ein Pointer auf mein erstes Element, also 1337,0. Das zeigt also dieser Zeiger auf myArray zeigt tatsächlich auf das erste Element. So, was passiert denn jetzt, wenn ich auf meinen Zeiger tatsächlich was drauf addiere? Und jetzt wird es wirklich spannend. Jetzt mache ich einfach mal plus 3. Okay, plus 3, Vorsicht, wir fangen bei 0 an zu zählen, wird mir hier direkt die 42 ausgeben. Das heißt, 0 plus 3 ist einfach direkt mein drittes oder mein myArray von 3. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Zeiger auf das dritte Element. Wenn ich hier 2 mache, kriege ich halt einen Zeiger auf mein zweites Element und so weiter. Da ist aber wichtig, dass ihr hier euren Datentyp als Float-Pointer definiert habt. Wenn ihr den als Integer-Pointer definiert und der Float hat eine andere Belegungszahl, also braucht einen anderen Speicher, braucht zum Beispiel 5 Bit mehr oder sowas oder 8 Bit mehr von mir aus, dann zeigt nachher euer Pointer auf was völlig Falsches und interpretiert es einfach komplett wurstig. Da kann richtig viel kaputt gehen dabei.
Okay, wenn ich jetzt hier einen Zeiger auf mein Array einfach so bekomme, kann ich natürlich auch einfach sagen, ich gebe hier einen Zeiger auf mein erstes Element an und weiß dann, in meiner For Loop addiere ich einfach ein bisschen was drauf. Also hier übergebe ich das Ganze, myArray, übergebe ich an eine Funktion, einfach nur als ein Float-Wert. Und dann kann ich durch dieses komplette Array durchloopen, indem ich einfach immer wieder +1 drauf addiere und komme durch alle Elemente durch. Das ist sozusagen der Trick. Wichtig dabei ist allerdings, dass wir hier hinten dran auch noch wissen müssen, wie lange wir denn durchloopen sollen. Das heißt, wir müssen zum Beispiel wissen, wie groß ist denn unser Array. Also müssen wir hier einen Integer Size übergeben. Und jetzt gebe ich einfach mal hier tatsächlich einen Pointer auf myArray zurück. Und hier geben wir wieder mal als halt stopp, es ist ein Float, es ist tatsächlich ein Float, das Ergebnis von add. So, und jetzt myArray und die Größe von dem Array. Also wie groß ist mein Array? Naja, es ist 10 groß. Und da sage ich dann einfach, okay, ich habe ein Array, also einen Pointer tatsächlich. Das heißt, hier habe ich tatsächlich auch eigentlich nur 64-Bit verbraucht und hier auch nur 64-Bit, weil es eine Zahl ist. Und was ich dann hier zurückgebe, ist folgendes. Wir müssen jetzt hier allerdings durchloopen. Vorne dran definieren. Int i gleich 0. Und wir definieren uns noch einen Return-Wert, also int ret oder sowas gleich 0. Wir addieren jetzt einfach jedes einzelne Element aufeinander, also int i gleich 0, i kleiner 10, i plus plus. Solange wollen wir die einzelnen Werte hier aufaddieren, also wir sagen ret plus gleich halt stopp, ich habe es a genannt, a, einfach ganz normal, wie wir es immer machen, einfach a an der Stelle i. So, und, oh ja, hier haben wir noch aus Versehen ein Integer stehen, hier muss natürlich ein Float hin und hier wollen wir natürlich einfach Size stehen haben, nicht einfach eine 10. So, und jetzt ist ganz, ganz wichtig, dass ich euch gerade Bullshit erzählt habe, denn die Array-Elemente werden nicht automatisch mit 0 initialisiert, mit denen wird einfach gar nichts gemacht, das sehen wir. Hieran gcc wrap-up und a.out. So, das ist jetzt gerade mal richtig. Jetzt führen wir das ein paar Mal aus und wir sehen, hier haben wir hin und wieder mal ziemlich bescheuerte Zahlen. Woran liegt das? Naja, manche Elemente in unserem wunderschönen Array sind halt einfach nicht gleich 0. Die sind dann halt einfach noch das, was vorher im Speicher stand. Das heißt, ihr habt jetzt gerade einen kleinen Auszug aus meinem Speicher gesehen. Ja, ist nicht so geil, deswegen müssen wir hier unbedingt noch jedes einzelne unserer Elemente, also jedes unserer 10 Elemente mit myArray an der Stelle i gleich 0 initialisieren mit 0 und dann können wir an das 0. Element und an das 3. Element von mir aus was anderes schreiben, ist völlig egal, aber am Anfang hätten wir ganz gerne, dass alle Elemente 0 sind, denn wir definieren sie uns sonst einfach gerade nicht neu. Oh ja, ich habe kein i hier definiert, int i gleich 0, genau, oder einfach nur int i, ist ja völlig egal, okay. So, und jetzt haben wir hier konstant wirklich denselben Output, also ihr seht, da ändert sich nichts mehr dran. Und das liegt einfach daran, dass wir jetzt hier gesagt haben, alle Elemente, die wir sonst nicht verwenden, sind tatsächlich 0. Das ist ganz wichtig, hatte ich vergessen vorhin aus Versehen zu sagen und auch generell einfach vergessen. Was auch wichtig ist, ihr könnt ja einfach auch in C wirklich dann aus Size plus, keine Ahnung, 5 oder sowas, ihr könnt ja einfach durchloopen. Also das heißt, ihr könnt hier wirklich auch weitergehen. Ihr seht, es gibt mir keinen Fehler. Es ist halt einfach nur Glückssache, was in den nächsten 5 Sachen im Speicher steht. Hier hatten wir jetzt tatsächlich mal initialisierten Speicher mal ganz kurz in der Laufzeit. Das heißt, wir hatten hier tatsächlich mal was stehen und wir haben hier irgendwelche komischen Summen zurückgekriegt. Hier auch, hier wieder nicht und so weiter und so fort. Das heißt, ihr könnt hier einfach über euer Array hinaus iterieren. In Java wirft euch das einen Fehler. In C passiert einfach nichts, außer dass ihr furchtbare Ergebnisse rausbekommt. Also damit sehr, 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 sehr vorsichtig sein. Okay, jetzt noch kurz ein Gimmick. Wie kann ich denn meine Größe meines Arrays berechnen, wenn ich sie gerade nicht mehr zur Hand habe, falls ich es irgendwie von irgendjemandem bekommen habe oder sowas. Aber das komplette Array. Wir brauchen tatsächlich die Variable Array hier. Dann machen wir das ganz einfach. Wir können sizeOf benutzen, also sizeOf myArray. Warum geben wir die nicht eigentlich einfach mal aus? SizeOf myArray mal ausgeben. So, ja, vielleicht sollten wir hier erstmal noch die Klammer zumachen und das Ganze dann in dieselbe Zeile wieder schreiben und hier natürlich eine Ganzzahl ausgeben. Okay, jetzt hier Wrap-up. Ja gut, bei sizeOf kommt ein long unsigned integer zurück, beziehungsweise ein unsigned long im Prinzip.
Das können wir nicht mit %d ausgeben, dazu brauchen wir long unsigned, also LU. Und jetzt sollten wir es ausgeben können. Na komm schon, mach dich wieder auf Terminal. So, okay, und wir sehen hier, Size of my array ist 40, wohingegen Size of float ist 4. Das bedeutet, wir haben hier tatsächlich 40 Byte verbraucht mit unserem Array myArray. Und ein Element von diesem Array ist 4 Byte groß. So, jetzt könnt ihr mal raten, wie wir hier die tatsächliche Größe rauskriegen, indem wir einfach schreiben Size of myArray geteilt durch Size of und dann der Datentyp, in unserem Fall ist es float. Den Datentyp solltet ihr natürlich dann kennen. Okay, das gibt uns automatisch die Größe zurück, die wir hier tatsächlich brauchen würden. Aber normalerweise kriegt man sie über einen Integer zurück, weil man eben hier kein komplettes Array übergibt. Und das funktioniert leider nur auf einem kompletten Array, weil wir hier normalerweise eben einen Pointer übergeben. Gut, ich mache das gerade mal hier so rückgängig. Jetzt. Okay, das hier schmeiße ich auch noch raus. Gut, weiter geht's. Wir werden uns hier in diesen Tutorials nicht mit Structs oder sowas beschäftigen, denn ich mache das ja hauptsächlich, dass ihr direkten Einstieg für C++ bekommt. C++ Objektorientierung würde ich euch tatsächlich empfehlen, komplett anzuhören, denn das ist ein bisschen komplizierter. Und ja, im Prinzip für C, Structs oder sowas ist jetzt nicht so wirklich wertvoll. Ihr könnt alles mit dem machen, was ich euch gerade schon gezeigt habe. Ja, also Structs sind schon cool, keine Sorge, aber ja, eben nicht so geil, wie man es sich vorstellen würde. Okay, was passiert aber, oder was wir hier auf jeden Fall noch machen müssen, ist ein paar Strings. Und wie ich euch gesagt habe, gibt es in C keine Strings, es gibt nur Chars, also Character, einzelne Character. Und was man eben macht, ist folgendes: Char String, also das ist jetzt der Name tatsächlich, String ist der Name von unserer Variable, ich kann die auch so nennen. Ich lasse sie gerade mal so. Setzen wir einfach mal auf GG easy. Okay. Und plötzlich haben wir hier aus unserem Char, Vorsicht, wir brauchen hier natürlich dann auch noch hinten dran diese wunderbaren Klammern. Aus unserem Char-Array kriegen wir hier automatisch einen String, beziehungsweise aus unserem String kriegen wir automatisch einen Char-Array zusammengebastelt. Und wenn wir diesen String jetzt übergeben, dann übergeben wir den so, dass wir hier einen Char-Stern übergeben und dann eben das Ganze über die Size wieder regeln. Also im Prinzip ist ein String nichts anderes als ein Array von Characters. Ist ja im Prinzip auch logisch. Ja, so wird es intern behandelt und so müsst ihr das in C leider auch tatsächlich machen. Das einzige Gimmick, was ihr hier tatsächlich bekommt von den Strings, ist, dass ihr hier %s habt. Das heißt, ihr könnt tatsächlich einen String ausgeben und hier müsst ihr einfach nur quasi den Pointer übergeben auf das erste Element. Also sagen wir hier mal fbd und das ist ja im Prinzip der Pointer auf unser erstes Element. Das heißt, wenn ich das jetzt hier ausführe, dann bekomme ich hier auch tatsächlich ein GG easy zurück. Also ganz normal, wie man eben von einem String erwarten würde, nur dass ihr hier eben das braucht. Ihr müsst ja auch keine Größe angeben, da die ja hier hinten bestimmt wird durch die Länge von dem String, den ihr hier eingebt. Okay, wenn ich jetzt hier natürlich sowas mache wie +3 oder sowas, dann kommt Folgendes bei raus. Dann habe ich hier nur noch ein Easy stehen. Und das ist ziemlich cool. Ich kann hier einfach durch meine Pointer-Arithmetik den String manipulieren. Das ist eigentlich ziemlich geil. Okay, das war's erstmal. Ich glaube, das reicht als Wrap-Up für C. Ihr könnt sozusagen die Sprache, ihr müsst nur noch ein bisschen damit üben. Und solche Sachen wie Type-Defs oder sowas, die könnt ihr euch mal direkt noch angucken, falls sie euch interessieren. Aber ansonsten könnt ihr eigentlich so auch schon wirklich alles machen, was ihr braucht. Structs oder sowas sind tatsächlich nur sinnvoll, wenn man nur C hat. Aber für C++-Programmierer, das solltet ihr tatsächlich auch können so. Und dann eben die Objektorientierung, die wir jetzt dann mit C++ anfangen werden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein ziemlich langes Video, ist aber klar gewesen. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.